herzliches Hallo aus dem Pomade-Shop in der Blumenstraße aus dem Laden in München. Ich bin der Alex und ich darf mal wieder auf dem Video sein seit langer Zeit. Eben nicht im Showroom, sondern im wunderschönen Laden. Und ich habe die Ehre, euch mal wieder eine neue Marke vorstellen zu dürfen. Und zwar handelt es sich um eine handgemachte Marke aus dem schönen Polen von der Marke By Elementum. Und von denen haben wir 7 neue Produkte, zum Großteil wasserbasiert, eine ölbasierte ist dabei. Ich stelle die euch mal ganz kurz vor, dass ihr so einen groben Überblick über diese Marke habt. Aber so ist es, wie es gerade gewollt ist. Handstyling, lockere Frisuren, eher matt. Deswegen, wie es bei den meisten Herstellern ist, überwiegend wasserbasiert, eher mattere Produkte. Und da haben die wieder ganz schöne Sachen dabei und auch mal wieder so ein bisschen was Neues für unser Sortiment auf jeden Fall. Und zwar haben wir einmal 2 neue Pre-Styling-Produkte von Elementum. Und zwar den Montibus und den Nubibus. Und das eine ist kein Pre-Styler, wie man ihn sonst kennt, dass man es verwenden würde, um die Haare eher zu festigen oder schon mal vorzuformen, sondern genau das Gegenteil. Es macht eure Haare super weich und formbar. Also es nennt sich auch Styling Conditioner tatsächlich auf der Flasche. Und kommt in so einer Glasflasche, die ummantelt ist, schön gemacht, klasse, hochwertige Optik. Das macht eure Haare super soft und beweglich. Also wenn ihr vielleicht graue, weiße Haare habt, die schon sehr widerspenstig, sehr fest sind, oder dicke asiatische Haare, die sehr widerspenstig sind, super zum rein föhnen oder auch nur so ins nasse Haar reinmachen, um die Haare einfach schon mal weicher und beweglicher zu machen. Sehr interessantes Produkt, mal was ganz Neues für uns. Und der zweite, der Nubibus, da steht dann auch schon Heavy Cream Pomade drauf. Ein fester Pre-Styler, um Frisuren, die ich vielleicht auch gerade habe, eine Jelly Roll zu bauen. Also den habe ich auch heute drinnen. Generell wird es natürlich sehr matt in den Haaren, hat aber einen Bombenhalt, wenn ihr schon mit der Rundbürste oder generell Frisuren einfach vorformen, vorstylen wollt. Habe ich heute auch drinnen. Schönes Produkt. Ja, macht alles, was ich mir von einem Pre-Styler wünsche. Halt jedem. So, dann kommen wir zu der einzigen ölbasierten Pomade in dem Line-Up von By Elementum, die Ignis. Ist eine feste ölbasierte Pomade mit einem witzigen Glitzern auf der Oberfläche, die man vielleicht sehen kann. Glitzert in den Haaren zum Glück nicht mehr, fühlt sich unglaublich hart an, fast schon wie eine Womanizer-Pomade, aber wird sehr schnell in den Händen geschmeidig und sogar fast schon ölig. Sehr hoher Shea-Butter-Anteil haben wir bis jetzt in einer ölbasierten Pomade auch nicht gehabt. Ganz interessant, Glanz, relativ matt für so eine feste Pomade, vielleicht sogar matter als der Durchschnitt, was man von der Firmhold erwartet. Aber schöne, solide Firmhold-Pomade mit einem Whisky-ähnlichen Duft. Sehr, sehr intensiv. Für alle, die auf Duftbomben stehen, macht man hier nichts falsch. Dann kommen wir zu Keli, Saeli, wie auch immer sie ausgesprochen wird. Ich habe keine Ahnung. Und zwar ist das eine Clay Pomade, aber keine ölbasierte Clay Pomade. Es ist ja eine wasserbasierte Clay. Jetzt schaue ich nochmal lieber nach, bevor ich euch irgendwas erzähle hier. Ist wasserbasiert und dann als nächster Inhaltsstoff schon Shea-Butter. Mich erinnert sie von der Zusammensetzung oder vom Halt und vom Gefühl in den Haaren an Northern Lights von Shea Revival oder vielleicht die O'Dowd's Drywax, geht aber mit Wasser wieder raus. Das bedeutet, die wird zwar ein bisschen fester in den Haaren als vielleicht Shea Revival und O'Dowd's, dafür lässt sie sich nochmal leichter auswaschen. Ein bisschen aushärtender Charakter, aber von der Festigkeit, so wie die beiden genannten, vergleichbar. Dann haben wir die Aqua als wasserbasierte, unorthodoxe Pomade. Super cremig und weich, fast schon wie eine Handcreme. Zieht aber in den Haaren an, hat einen guten mittleren Halt. Die habe ich tatsächlich auch heute drin. Funktioniert auch gut für die Frisur. Können ein bisschen stärker sein. Man sieht ein seidiger Glanz, keine Glanzbombe, auch nicht matt. Eine gute, solide, unorthodoxe, wasserbasierte, mittelfeste Pomade mit einem wunderschönen, modernen, frischen Duft, der sehr lange hält. Also die sind alle ziemliche Duftbomben, die Pomaden, muss man so sagen, von Elementum. Dann hätten wir als nächstes die Terra als Mattpaste, auch wasserbasiert. Würde ich sogar am allernächsten vielleicht mit einer Reutzel Fiber vergleichen. Das ist kein strommattes Produkt, es hat eine gewisse Reflexion in den Haaren, auch recht cremig das Ganze, recht geschmeidig das Ganze, also eine schöne mittelfeste bis feste, ja auch unorthodoxe wasserbasierte Pomade. Die wird nicht hart oder crunchy, die lässt sich gut nachstylen, aber fixiert schon ein bisschen mehr. Wäre die Terra.
So, und dann kommen wir zur allerletzten, die Verserto. Und wie der Name schon erwarten lässt, ist ganz matt, ganz strohig von der Optik. Wahrscheinlich das matteste Produkt im ganzen Line-Up. Zusammen mit dem Freestyler, der nach dem Föhn sehr matt ist. Wirklich ein sehr festes, ja, mattes Produkt, das doch durchaus in den Haaren aushärtet. Auch die funktioniert, wenn ihr was zum Reinföhnen wollt, so, war schon korrekt, oder? Und dann wirklich einen sehr, sehr festen Haltnamen bietet, könnt ihr damit auch machen. Die funktioniert als Freestyler, das ist dann aber schon eigentlich auch, würde ich da nichts mehr drüber machen, ein sehr, sehr fester Halt, ein sehr mattes Produkt. Nicht so fest wie eine graue Reuzel Extreme Hold, aber schon ein sehr, sehr starker, ganz matter Halt und mit Wasser wieder löslich. Auch die wird nicht super hart in den Haaren, sie lässt sich mal nachstylen, wenn auch nicht so gut wie jetzt vielleicht eben eine O'Dowds oder eine Sheer Revival im Unorthodoxen. So, ich hoffe, euch hat der kleine Einblick ein bisschen geholfen und habt einen groben Überblick über die Marke erhalten. Sonst kommen natürlich wahrscheinlich, denke ich, auch wieder Einzelreviews zu den Produkten, wo wir dann vielleicht noch mal mehr darüber erzählen können. Und dann schön, dass ihr uns mal wieder gesehen habt und bis bald, der Alex. Bis dann.